Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Star Trek Online. Heute der 100. Folge, der 100. Star Trek Online Folge. Und wir spielen heute im Delta Quadranten weiter Offenbarungen. We've received a distress call from the USS Callisto, which was on a research mission in a little explored area of the Delta Quadrant. We're not sure what happened to the Callisto, but we need someone to check it out. There are a lot of people on the Callisto, good Starfleet officers and researchers. Bring them home. Machen wir. Wir bekommen den Wattwurf Cluster Torpedo. Ich weiß aber nicht, ob wir den dann benutzen werden. Das entscheide ich dann. So, wir akzeptieren die aber erstmal und machen uns mal auf den langen Weg drunter. Ich werde gleich mal in den Slipstream-Korridor springen. Sind ja mit wie viel unterwegs? Transwarp 12? Gut. Dann Abflug. Dann dürften wir bestimmt bis hierhin vielleicht kommen. Oder so. Ah, das ist auch am Arsch der Welt. Was soll der Kack? Wieso so weit unten? Verstehe ich nicht. So. Also. Ja, heute 100. Folge. Wir spielen Offenbarungen. Damit wir in unserer Storyline hier mal vorankommen. Ich zeig's dir noch mal kurz. Ne? Dann haben wir hier wieder nächste Mission wieder eine Patrouille. Ich hoffe, die werden wir nicht so verkacken wie die letzte. Oder ich werde es nicht so verkacken. Und dann geht's kurz mal nach Kobali und denen mal Hallo sagen. Ja. Und dann werden wir mal sehen. So, ja, wir sind sogar ein bisschen gekommen. Wir sind gleich hier. Und dann sind wir ja auch schon da. Und werden uns mal dieser USS Callisto annehmen, was mit ihr da passiert ist. Und vielleicht können wir ihr helfen. Ja, bin mal gespannt. Was haben wir? Ich finde eigentlich das Schiff echt schick, bin ich ehrlich. Also, gefällt mir doch ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. So, wie weit noch? Ja. Gleich sind wir da. Da ist das Wattwurf-System. Das ist irgendwie so ein bisschen nah daran, oder? So. Gefällt mir irgendwie nicht ganz. So, da haben wir das verlassene Schiff. Das heißt, dort vorne, das ist schon das Tiefenraumsignal. Nee, möchte ich nicht. So. Also. In 4 Lichtjahren, 3 Lichtjahren, 2 Lichtjahren. Und beginnen Offenbarungen. Nach dem Ladeschirm. Ja, gestern kam ja, also wo ich das aufnehme gestern, also am Donnerstag, am 26. kam ja die Staffel 12 raus. Reconing und deswegen ist manchmal noch ein bisschen mehr los. Und das Geburtstagsevent ist ja auch noch zur Zeit und alles los, ja. Sir, wir sind an dem Ort, von dem das Notsignal der USS Callisto ausgesandt wurde, angelangt. Das Notsignal wird nicht länger gesendet, aber die Sensoren zeigen ein Trümmerfeld an, das von einem Sternflottenschiff der Luna-Klasse stammen könnte. Vielleicht gibt es Überlebende, wir sollten die Trümmer scannen. Oh, das war eine Luna-Klasse. Und sie ist jetzt ein bisschen kleiner geworden, würde ich sagen. Ja, komm, zurück. Zurück. Ganz vorsichtig zurück. Können wir die jetzt bitte scannen, die Callisto? Ja, ein bisschen kaputt, würde ich sagen. Scannen wir mal schnell. Kein Erfolg, Captain. Die Sensoren empfangen keine Lebenszeichen in den Trümmern. Die Mannschaftsstärke der Callisto betrug 350 Mann. Bedauernswert. Können wir erkennen, wer der Angreifer war? Sir, wir erhalten eine eingehende Nachricht, sie ist vom Außenposten. Hören wir uns einmal an, was sie zu sagen haben. This is 7 of 9, part of a Federation research team assigned to the USS Callisto. My team and I were investigating this outpost when the defense systems activated and destroyed the ship. 7. Hier ist Admiral Florina von der USS Independence. Wir haben reagiert, so schnell wir konnten. I am aware of your service record. Thank you for responding to our request for assistance. I was able to deactivate the outpost's defenses, but the system sent out an automated distress signal upon shutdown. It is logical to assume that someone will be arriving to investigate. Please transport my team and me to your ship. I will be of more assistance to you there. Da gibt es einigen Erklärungsbedarf. So, dann wollen wir mal kurz 7 an Bord nehmen. Das ist ja fast eine Ehre, ja.
Oh, ernsthaft, ich flieg schon wieder an dem Ding vorbei. Komm, dreh dich. Dreh dich. So. So, jetzt können wir sie an Bord beamen. Kommen an Long-range Bord. sensors are picking up inbound energy signatures. Voth ships. They must lay claim to this system. In der Tat. Attention trespassing endotherms. You are trespassing in Voth-aligned space. Surrender now, and we will allow you to live out the remainder of your lives on a prison world. Wir werden nicht zu ihren Gefangenen. Okay, ich glaube, das war jetzt nicht so schlau. Ja, habe ich mir gedacht. Okay, also einfach mal alles abfeuern, was wir haben. Los, los, los. Wir müssen die zerstören so ein bisschen. Ich würde jedenfalls sagen, dass das hilfreich wäre, wenn wir die zerstören. Es wäre dumm, wenn wir es nicht tun würden. So, das war Nummer 1. Das ist Nummer... Achso, da war schon alle 3, okay. Ah, weiterfeuern. Aua, au, au. Sind doch alle Freunde. Okay, feuern wir einfach mal auf das Ding hier. Ich will das große Schiff zuerst kaputt haben. Es sei denn, die machen uns hier gleich kaputt. Ich hätte mal jetzt hier die Plattform aus. Kann ja trotzdem mal ein bisschen mitfeuern. Die Plattform, die behindert ja keinen. Mag ich eigentlich die Plattform, die ist relativ nützlich. Auch die Minen, die sie erzeugt, ist ganz gut. So, das war's dann mit dem Brocken. Das war's mit ihm. Dann Alien vessel, you have violated a Voth facility and will be... Aua. Where are they going? It's not like the Voth to leave a battle they would have clearly won. Das ist merkwürdig. Sir, wir empfangen einen Notsignal von der Treue Heimatwelt auf den Schirm. This is a general distress signal for any ships in range. This is the Treue homeworld. We are under attack by an unknown force of immense power. We require immediate assistance. Wer genau sind die Treue? The Treue are a spacefaring culture that Voyager encountered in 2376. They claim ownership over the underspace, which are corridors through subspace that significantly shorten travel times here in the Delta Quadrant. Command has been attempting to contact them, without success. Access to the underspace would be a distinct advantage for our fleets. Es waren die Voth, die Treue die Treue angegriffen haben. Sind sie so schnell verschwunden? That is one possibility. To my knowledge, the Voth and Treue are not enemies. However, there is still much we do not know about the Delta Quadrant. Wir sollten ihnen unseren guten Absichten zeigen. Sir, der Kurs wurde auf die Heimatwelt der Treue gesetzt. Wir warten auf Ihren Befehl zum Abflug. Na dann, warum warten wir immer noch? Also ich denke, das wird jetzt knifflig. Also diese Macht war ja schon groß. Die hätten uns ja mit ein paar Schüssen wären wir weg gewesen, ne? Aber sie haben uns nicht angegriffen, sind ja abgehauen. Jetzt bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Oh, We've arrived in the Treue system. The Voth ships are in combat, but they are not engaging Treue vessels. Their opposition does not conform to any known ship in the database. Was auch immer sie sind, sie haben ganz schön Feuerkraft. Aua. Ja, Whatever ist these ein bisschen kaputt. assailants are, their technology is exceptional. Even the Borg do not have ships such as these. Ja, das tut ein bisschen weh, würde ich sagen, ne? Da wollen wir mal helfen, oder? Dann, ja, man merkt, dass die Kraft haben. So. Hull integrity below
Dann warten wir mal. The Voth and whomever they are fighting are speaking on an open channel. We can listen to their communications. Machen Sie es so. Your defense of the Teray thieves will be your undoing. The Teray and Voth have a long-standing allegiance. The Teray's exothermic nature makes them superior to the other feeble races of the Quadrant. Then you will be loyal to the death. Sie versuchen nicht einmal zu verhandeln. Beamen wir einfach The mal surface herunter. of the Teray homeworld is being devastated by the debris from the Voth vessels. The Teray do have a defense network of satellites and shields that is capable of protecting them, but the control network is offline. This was intentional. Their attackers deliberately targeted the area during the initial assault. Beamen wir runter. Oh, jetzt habe ich Seven unterbrochen. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Dass ich die gute Seven jetzt einfach abgekattet habe. So. The invaders attacked this facility, but they did not do significant structural damage. They were, however, able to take down the control network controlling the orbital defense grid. That defense grid is the only thing capable of stopping all of the debris from the battle in orbit from raining down on the planet. Small pieces will burn up in the atmosphere, and your ship's weapons can deal with some others, but a significant percentage will get through. Until that grid is operational, there will be widespread devastation. Wenn wir es schaffen, das Verteidigungsgitter wieder in Gang zu setzen, dann hätten die Türei wenigstens den Hauch einer Chance. Dann wollen wir das unser Glück mal versuchen. There was a firefight here. One of the Teray is injured, but his condition is stable. He may be able to give us more information about the invaders. Gut, wir werden ihm helfen. Vielleicht kann er uns einige Fragen beantworten. Genau, werden wir ihm mal schnell helfen. Na, wa? Kleiner Mann. So, dann reden wir mal mit ihm. Thank you. My name is Bellis. You're from Starfleet, right? Ja, wir würden gerne wissen, was hier passiert ist. The ships emerged from the underspace, and they were too close for our defense grid to stop the launch of drop pods. In minutes, they had knocked out the grid controls, and we were defenseless. We barely had time to transmit a distress signal. Wer sind die Angreifer? Wir konnten ihre Schiffe nicht The identifizieren. attackers were Vodwar. Voyager did indeed interact with one of our corridors, but instead of deleting the info as we requested and going on their way, they revived our greatest enemy. All of this destruction, every death, it's all Voyager's fault. Wadwur? Impossible. It cannot be the Vodwar. I would know. Haben sie die Wadwur sofort konfrontiert? This is all my fault. When we first encountered the Vodwar, they were in cryostasis. I foolishly awoke their leader in a moment of curiosity. I didn't know their history. They were conquerors, despots. The Vodwar used underspace to rule the Delta Quadrant for decades. It was only when the other races banded together that they were defeated. At the time we encountered them, when I awakened them, Captain Janeway said she probably would have done the same thing. But it wasn't her choice, it was mine. I am responsible. However, the Vodwar we encountered did not have a level of technology like what we face here. This is far beyond anything the Vodwar are capable of developing in such a short amount of time. Jetzt brauchen wir einen Schlachtplan. My analysis remains unchanged. We need to restore functionality to the defense grid. There are 4 nodes located on the edge of this complex. We must restart these nodes and realign them to the central tower to re-establish the grid. Klingt gut. Halten Sie nach Wadwur Ausschau. Sie werden bestimmt nicht glücklich über unser Vorhaben sein. I'll go to the central tower and start the So. initialization sequence. Dann wollen wir mal rein. I blame Ah, ja, mal myself schon for the die Vodwar's ersten. return. It was a door best Die auf die left Gusche unopened. kriegen. So, tschüss. War nett, euch gekannt zu haben. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier die ganzen die Knoten angleichen. Okay. Das heißt, wir laufen mal am besten zu dem da hinten in der Ecke zuerst. Und fangen mal an mit der Arbeit. Hier hin. So. Nummer 1. Ja, wollen wir sie mal wegkloppen hier, die ganzen Wadwur.
Technischer Offizier, okay. Auch der kommt weg. So. Dann müssen wir jetzt hier irgendwas machen. Ich glaube 7, oder? Wir müssen was machen, 7. Wir haben keine Zeit. Complete these steps in the correct order to initialize and align the node. First, you must launch the startup sequencers. Next, you must update the defense protocols. Finally, you must establish the satellite uplink. Verstanden. Also. Zuerst den Neustart-Sequenzierer starten. Hat sie gesagt, oder? Ich glaube ja. Dann Verteidigungsprotokoll aktualisieren. Und zu guter Letzt den Satellit-Uplink aufbauen. Also ich denke mal, dass damit gemeint ist, das Ding zu verbinden. Uplink established. Schon mal etwas. Das war also der Delta-Knoten. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich hier runter, kümmern uns um den nächsten. Lassen die Vadwo jetzt mal mit Absicht da links liegen und kümmern uns lieber hier hinten darum, diesen Knoten in Gang zu When we first bringen. rescued the Vadwar, we thought we could be allies. Ja, anscheinend wollten sie das nicht so, 7. So, der ist weg. Der ist weg. Und der ist auch weg. Können wir ja langsam vorrücken und hier den nächsten Knoten deaktivieren. So, tschüss. Wir sehen uns im Nimmernsland wieder. Gut, das war's. Jetzt haben wir hier den Gamma-Knoten. Analysis complete. Perform these steps in the correct order. Fahren Sie fort. First, you must launch the startup sequencers. Hatten wir schon mal? Next, you must charge the capacitive relays. Finally, you must establish the satellite uplink. Verstanden. Also. Neustart-Frequenzierer starten. Haben wir. Dann kapazitive Relais aufladen. Haben wir. Und zum Schluss Satelliten-Uplink aufbauen. Und schon ist Nummer 2 wieder aktiv. Defense node online. Sehr schön. Aber genau an dieser Stelle beenden wir auch die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und 7 hört auf, so in mir zu stehen. Das ist scheiße. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.